Also bei mir, ja, mit den Wettbewerben habe ich ja schon angesprochen. Dadurch, dass man halt, wenn man so einen Wettbewerb macht, gerade wie ich in meiner Story auch berichtet habe von Schaustücken, das ist was, das macht man nicht in seinem täglichen Leben, das macht man nicht für Kundschaft, das würde sich überhaupt nicht lohnen. Und das sind solche Dinge, da setzt man sich quasi hin und probiert was Neues aus, neue Techniken. Es ist halt eben manchmal auch ein Kunsthandwerk, und man darf da einfach kreativ werden. Und es, ja, hat wirklich nichts mit seinem alltäglichen Beruf zu tun. Oder dann halt, ja, unabhängig davon halt auch noch die Reise dann nach Südfrankreich. Ich habe das ja kurz schon angeschnitten. Ne? Ich war 11 Jahre auf einer Waldorfschule, von der 2. Klasse bis zum Abitur. Und es gibt viele Klischees über diese Schulen. Da will ich gar nicht drauf eingehen, aber es ist definitiv einiges anders als in sonstigen Schulen. Und natürlich, wir sind alle geprägt durch unser Aufwachsen. Und nachher komme ich raus und bin in der freien Wirtschaft in einer Firma, wo ich 6 Uhr an meiner Werkbank stehe. Und es ist vieles ganz anders gelaufen, als ich das davor in meinem Leben kannte. Das war natürlich eine absolute Tellerrand- oder Horizontserweiterung. Man muss man nicht Tellerrand nennen in dem Moment. Ja, ich habe total coole Leute kennengelernt, auf jeden Fall. Das ist irgendwie immer was ganz Wichtiges für mich da inspirieren zu lassen von Lebensgeschichten. Und ich habe auch wirklich sehr vieles kennengelernt, was ich so in meinem Leben nicht haben möchte. In der Ausbildung, das kann ich ganz tatsächlich so sagen. Und ja, zwischenzeitlich hatte ich ja gekündigt. Also ich habe eigentlich, viele würden sagen, meine Ausbildung abgebrochen. Für mich war das nie so und habe versucht, mich frei weiterzubilden. Es hat dann nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Dann bin ich depressiv geworden. Also wirklich nicht nur so, okay, sondern es war wirklich eine Depression, so vor 3 Jahren. Und dann habe ich wieder gesagt, okay, ich mache es noch ganz normal fertig. Und bin dann nach Potsdam gekommen, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht mit euch in Kontakt gekommen. Und das war auch total klasse, weil ich saß dann plötzlich in der sogenannten B-Klasse, ne? Also in unserem Schulsystem, ich weiß nicht, warum es so ist, aber oftmals gibt es irgendwie eine bessere, eine schlechtere Klasse, das ist jedenfalls meine Beobachtung. Plötzlich war ich nicht in der Klasse, wo die ganzen Abiturienten und Studienabbrecher saßen, sondern ich war in der Klasse, wo die ganzen Hauptschüler, Mittelschüler, Leute ohne Schulabschluss saßen. Auch eine Horizonterweiterung für mich, da drin zu sitzen und mal aus meinem sozusagen sozialen Kreis rauszukommen. Nicht immer nur mit den Gebildeten und ach ja, die Welt ist schön, sondern auch Leute zu sehen, die mal aus ganz anderen Haushalten kommen, als ich das vorher gewohnt war. Das ist, ja, ich glaube, ich habe persönlich so einen sozialen Fokus, deshalb, das sind so die Sachen. Der Umgang der Menschen miteinander, da habe ich ganz, ganz viel mitbekommen in der Zeit. Und auch wie ich das lerne, damit dann umzugehen, wie mit mir umgegangen wird. Also der eine Lehrmeister ist so drauf, der andere ist so, der eine Kollege so, der andere so. Und im Endeffekt immer zu schauen, dass es mit mir zusammenhängt, wie ich darauf reagiere. Wenn der eine mich unangemessen kritisiert, so what? So muss ich einen Umgang damit finden, der ändert sich deshalb lange nicht. So, und das war spannend.